Zusammen, was geht ab? Hier ist Blaze und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play-Folge von Steelrising. Und wie immer, erstmal einen Schluck Kaffee. Oh, ist der stark. Hoho, uiuiuiui. Genau das Richtige für so früh am Morgen. So, in der letzten Folge haben wir uns weiterhin in der, in dem neuen Gebiet, letzten Gebiet herumgekloppt. Wir, stehen jetzt wahrscheinlich kurz vor dem Bossfight, denke ich jetzt mal. Hat jetzt mal so den Anschein. Von daher schauen wir mal, was da kommt. Orangerie. Oder auch nicht. Ähm. Ne, doch nicht. Okay. Ah, da hinten ist so ein Metzger-Dude. Den haben wir auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ah ne, das ist der Koch. Ähm. Okay. Aha. Okay. Muss ich dann quasi von hier noch rüberspringen? Eine Balliste. Oh, hier ist noch ein Echo. Echo, whatever. Abkürzung, ja, das sehe ich doch gerne. Ah, hier sind wir. Okay. Ah, da können wir jetzt gerade nämlich auch den Verstärker benutzen, den wir eben gefunden hatten. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier so Endboss-Platz ist. So. Spirit. Jawohl. Professionelle Vorsorge, Trophäe erhalten. Wette die Ölbrett maximal auf. 4-mal Kapazität und 4-mal Wirksamkeit. Das heißt, einmal fehlt uns aber noch. Okay, also man muss nicht Max leveln, sondern nur 4-mal von jedem. Das ist doch schon mal gut zu wissen. So, was haben wir hier für ein Echo? Madame, the Estates General brandish the threat of rebellion. There is plotting afoot. They are stirring up the populace. Worse, they are making pacts. A number of representatives of the nobility and the clergy have taken up the cause of the Third Estate. As for my army, there is not a man among them I can trust. That is why I have made new arrangements for you. From now on, the Swiss Guard will no longer be protecting you. Then who will, my love? Take a look for yourself.
Be assured you are in sturdier hands. Whatever do you mean? Isn't that Irotia? Monsieur Vaucanson's dancing doll? Appearances can be deceiving, mesdames. The Count has made extraordinary improvements to this automat. Aegis, this is Her Majesty the Queen. You are now to serve her. Make sure no harm comes to her and obey the orders she will give you. Madame, I am at your service. Bartolessa? He can speak. This makes no sense. This is sorcery. Make no mistake, mesdames, it is science, which we owe to the work of the Count, and which will soon be made known to the entire world. Uhrmacherschlüssel. Okay. The marble courtyard is this way. Someone is expecting me. I can feel it. I must prepare for the worst. Okay, jetzt kommen wir zum Bossfight. Gut. Dann ist ja gut. What the fuck? Ist unsere Kutsche? Hä? Ist das wieder am Anfang oder was? Habe ich jetzt hier irgendwas verpasst? Stand, wir können nicht mehr reisen. Ja, anscheinend doch. Was ich jetzt allerdings nicht verstehe ist... Wir kommen hier doch gar nicht rein. Ach, Kinder. Ich verstehe jetzt gerade nur Bahnhof. Ach so. Entschuldigung. Ja, der Hebel ist kaputt. Klar. Wir haben nichts gefunden, den zu reparieren.
Lol. Ey, das war jetzt eben aber nicht da gewesen, wie wir vorbeigelaufen sind. Mann, 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 Mann. So, jetzt macht das Ganze nämlich auch Sinn. Goldig. So, jetzt kommt aber der Bossfight. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Was ist das für ein Dude? Sieht ja relativ normal aus. Okay. Ich würde gerne mal... Nein, okay. Oh! Das ist die Königin, oder was? Das lebe die Lex. Die Eiserne Königin, ja, wer hätte es gedacht? So, die gehen... Alter Schwede. Junge, 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 Junge. Ups. Alter, ich blocke doch. Die Königin von Versailles. Trophäe erhalten.
how the Aegis turns against its master. You are not my master, tyrant! You never were! I am quite happy to concede this point, but what about the Count? Have you forgotten that he gave you life and whispered the order that animates you? Look how he runs, the coward! Do you understand what he has in mind? La pauvre enfant, sleeping so sweetly, she won't be dreaming for long now! Croissant! Athenais! Don't move! The time has come to set you free, Aegis. This whore's soul has poisoned your cogs for too long. Adieu, sad puppet. No! Bonté divine, I don't want to die. Athenais. The sun is rising, and you have slept for far too long. The beauty of this world longs for you, just as you long for its light. For you are like the flowers that open in the morning. I know you, mon ami. We loved each other. Vous en souvient-il? You gave me your heart. So please, let me give you mine today. Vivez heureuse, Athenais. For it is happily that I leave this world. This way, monsieur. Was mich jetzt ein bisschen irritiert, weil uns fehlt trotzdem noch irgendein instabiler Boss. What? Oder zählt das DLC da auch mit? Das wäre natürlich wieder krasser Scheiß. Könnte gut sein, ne? Weil... Monsieur, we have the king. It is now up to us to wield his scepter. In this trying time, crucial decisions must be made without delay. First and foremost, we must take back Paris. And how do we do that, mon Dieu? There are automats everywhere, and they are constantly regenerated by their crimes. My strategy is the only viable solution. Monsieur Laclos' cannonballs filled with vitriol. And where will we find the means to carry out your plan? The city of Versailles is full of ateliers and shops. Moreover, as far as we have been able to see, the king's army has barely been deployed there. And it will not be too risky to look around. Very well. Now, regaining control of Paris depends on our combined efforts. Mais ensuite, once peace has been restored, what of the kingdom? This is indeed a crucial issue. Leaving the nation without a government would expose it to the greatest danger. Worse, it would condemn it to civil war. Eh bien quoi, monsieur? Can you not govern together? Unfortunately, the disagreements that divide our assembly run far too deep. That which we can agree is that we have been given a chance to choose the person who shall succeed the tyrant. I claim this honor.
Excuse me? For what reason, je vous prie? Enfin, simply consider the arguments for it. Speak, Monsieur le Marquis. You have our full attention. To begin with, I rescued the Dauphin from his father's clutches and ensured the dynasty's stability. The child will reign as Henri V. We will appoint someone with great wisdom to act as regent until he comes of age. But for now, we will let him mourn his poor mother, whom we regret having been unable to save. Scheiße. In pace. Fie. The people do not need a crowned puppet. Yes, they do. Now more than ever before. Once the Assembly has adopted a constitution, the people will welcome a sovereign who will protect it. A king and a constitution, like oil and water. Go on, Monsieur le Marquis. I have the gunpowder that the king had seized. With it, I shall ensure the security of the kingdom within and beyond its borders. How can we be sure that you will not use it to oppress the people, or to embark on some foolhardy conquest? We know your ambitions, Monsieur le Marquis. And you wrongly accuse me. I have never, in my entire life, done anything that was not to further the cause of freedom. Do you forget that in America I helped overthrow the English? Of course not, mon ami. Who could forget that ruinous adventure? You are quick to condemn men of action, provincial lawyer that you are. Monsieur, I rest my case. Very well. Monsieur, we must now make our decision. May each of us respect this decision and set aside our personal interests for the sake of peace and the common good. Who among you approves the appointment of the Marquis de Lafayette? Royalistin. Hilf Lafayette, Leutnant General des Reichs. Henri V zu werden. Okay. Das heißt, wir hätten ihn über die Klinge springen lassen müssen, damit der andere König wird. Und das mit der Königin haben wir auch nicht geschafft. Schick. The court bows before the Marquis de Lafayette, Lieutenant Général du Royaume. Louis de Bourbon, former King of France, in the name of King Henri, fifth of his name, in light of the innumerable crimes of which you have been found guilty, this extraordinary royal court sentences you to the ultimate atonement. The sentence will be carried out on the hour. In its great mercy, the court will now hear your last words. My loyal subjects, since you must lead a lamb to the altar, since you must offer a sacrifice to this new France that you intend to found, I will be that sacrifice. How dreadful this world is, where beauty is doomed to fade and flesh decays. I found no consolation in this world. I vainly thought I was giving our souls the gift of immortality beyond our mortal bodies. Oh, blah, blah, the Grim Reaper was my sworn enemy. Influenced by the most awful of men, I believed that the genius of machinery could overcome death itself. Alas, I have lost this fight, and am branded with the mark of murderer. Life, even more than the crown, was heavy for me to bear. I have suffered too long under the thumb of nature, which I despised. As a child, I saw my older brother die. I lost my father in the prime of his life, and then my mother, who was even younger. My beloved daughter did not live a year. As for my son, the first of my heirs, I unknowingly gave him to drink from a poisoned cup. I mourn the death of these poor souls daily. My death will not unite us, of this I am certain. For I, in my misery, have lost the support of my faith. So, executioner, lay me down on this board, Vertu. I will sleep now. Sleep at last, and not to dream.
Na, zumindest geht schnell. Jetzt bin ich gespannt. So, wir können fortfahren, wir können neues Spiel und neues Spiel Plus machen. Ich denke mal, bei fortfahren kommen wir dann kurz vom Endboss raus, oder? Oder auch nicht. Hä? Ach nee. Nee, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder irgendwas, aber nee, okay, scheiße. Also es geht dann, wir kommen automatisch ins neue Spiel Plus rein oder wenn es noch ein Bug bei mir ist, könnt ihr mal Bescheid geben und das bei euch dann auch der Fall ist. Ja, damit wäre mein Let's Play beendet. Natürlich werde ich versuchen oder werde mich auch bemühen, die Platin-Trophäe zu machen, aber dafür müsst ihr das Spiel noch zweimal durchspielen, sofern ich das jetzt richtig verstanden habe. Ihr dürft mir gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr das Let's Play fandet. Gut, schlecht, Verbesserungsvorschläge sehe ich natürlich auch sehr gerne. Was ich als nächstes machen werde, habe ich keine Ahnung. Vielleicht kommen mir Vorschläge von eurer Seite aus, was ihr gerne sehen möchtet. Ich werde mich dann dementsprechend anpassen, sofern ich die Möglichkeit habe. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute und bis zu meinem nächsten Let's Play und ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Von daher verabschiede ich mich jetzt. Euer Blaze.